Deutschland verliert das dritte und letzte Gruppenspiel bei der WM 2026. 2:1 gegen Ecuador. Ein Warnschuss zur rechten Zeit oder steckt doch etwas mehr dahinter? Ja, und damit ein herzliches Willkommen auf meinem Kanal Dennis Bayern Arena und zu einem neuen Video. Ja, hallo und schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, lasst uns mal ein bisschen die Niederlage gegen Ecuador ein bisschen analysieren. Im Endeffekt ist eigentlich nicht viel passiert. Die Deutschen waren schon vorher für das neue Sechzehntelfinale qualifiziert. Dennoch denke ich, sollten wir über diese Niederlage sprechen und wie das Ganze passiert ist. Und da schauen wir jetzt mal genau rein. Ja, und wie ich gerade schon erwähnt habe, es ist nicht wirklich viel passiert. Und zwar, die Deutschen haben zwar verloren, aber sie sind jetzt nicht ausgeschieden oder sonst was. Erst in der nächsten Runde wird es natürlich mit der K.O.-Phase wichtiger. Aber wie gesagt, man hätte das Spiel so aus der Hand nicht geben müssen. Deutschland schon früh in Führung durch das Tor von Sané in der zweiten Minute, was meiner Meinung nach auch hätte nicht zählen dürfen. Aber ich denke mal, da draußen gibt es auch noch andere, die sagen, das Tor hätte nicht zählen dürfen, war irregulär, das Fuß viel zu hoch von Pavlovic. Nichtsdestotrotz hat Deutschland dieses Tor quasi geschenkt bekommen, stand früh 1:0 und eigentlich die Deutschen auf einem guten Weg, das Spiel zu beherrschen und Ecuador zu Problemen zu zwingen. Aber irgendwie haben die Deutschen dann angefangen, die Zweikämpfe nicht mehr zu gewinnen und haben Ecuador stark gemacht, indem sie dann auch relativ schnell das 1:1 kassiert haben. Ja, das 1:1 in der 9. Minute gefallen für Ecuador. Und man muss dann sagen, danach hat Deutschland überhaupt nicht mehr richtig stattgefunden. Wie ich schon gerade erwähnt habe, weder haben sie die Zweikämpfe gewonnen, noch sind sie gut in die 1-gegen-1 Situation gekommen, haben eigentlich fast vorne gar nicht mehr irgendwelche Torchancen herausgespielt. Es gab noch eine ganz große Torchance am Ende der Partie von Sané, die er dann auch irgendwie wieder kläglich verschossen hat und eigentlich auch schon wieder fast eine 100%ige war. Aber mir geht es eher so ein bisschen darum, wie gesagt, es soll kein Haten sein oder sonst was. Einfach nur mal reinschauen, meine Meinung zu dieser Analyse von Deutschland. Wie gesagt, es ist nichts passiert, aber man muss darüber sprechen, ob das wirklich ein Warnschuss war oder ob es denn doch eine Niederlage war, die sich angedeutet hat, weil man hat diese Spiele, wenn wir mal reingehen in die WM für Deutschland, da war das 7:1 gegen Curaçao. Ja, der Gegner war nicht besonders, hat zwar stark gekämpft, aber von der Spielqualität ist Curaçao natürlich auch jetzt kein Land, wo man sich messen sollte. Da gab es dann halt 7:1, klar, 7 Tore muss man auch mal schießen und man hat sich vielleicht auch so ein bisschen blenden lassen. Egal, aber 7:1 war das Ergebnis. Auch da hat die Abwehr teilweise nicht gut ausgesehen, wobei ich mal sagen muss, dass Deutschland wahrscheinlich auch meiner Meinung nach besser ist in der Offensive und die Abwehr so ein bisschen das Problem war oder auch ist im deutschen Nationalteam. So, dann haben wir diese 7 Tore geschossen und alles war eigentlich ganz gut. Der Start hat funktioniert und viele verschiedene Torschüsse hatten wir gehabt und man hat sich eigentlich so ein bisschen auf die Schulter geklopft. Ist auch alles regulär passiert und ist gut. So, dann hatten wir das zweite Spiel gegen die Elfenbeinküste und da sah das Ganze schon ganz anders aus. Da hatten wir auch einen Gegner, der robust war, stark im Zweikampf und auch lauffreudig und haben gegengehalten und da hat sich die deutsche Nationalmannschaft dann schon schwer getan. Man hat es dann auch gesehen und am Ende gerade noch so das 2:1 geschafft durch Dennis Undaff mit den Doppeltorschütze und man hat schon gesehen, die Deutschen haben da auch schon Probleme gehabt gegen Gegner, die halt wirklich auch dagegen halten und man muss sagen, das wird jetzt im Laufe der WM in den K.O.-Runden nur noch so eine Gegner geben, weil keiner will jetzt noch verlieren. Also in der Gruppenphase ist natürlich auch so, da taktiert man vielleicht auch noch so ein bisschen rum. Aber wie gesagt, Deutschland mit 6 Punkten dann schon im 16. Finale. Vielleicht war das auch so ein bisschen natürlich, wollte das Julian Nagelsmann nicht hören. Aber wie gesagt, es gab da auch 2 unterschiedliche Aussagen. Einmal Julian Nagelsmann, der gesagt hat, das ist Quatsch, dass die Deutschen es nicht mehr wollten als die Nationalmannschaft aus Ecuador, aber man sieht so ein bisschen, dass der Biss irgendwie gefehlt hat. Also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass Deutschland erstens vielleicht irgendwie nicht wollte, aber was ja revidiert wurde von Julian Nagelsmann. Kimmich hat auch da so ein bisschen angedeutet, dass er so ein bisschen gesehen hat, dass Deutschland so ein bisschen den Biss gefehlt hat und ich als Fan oder beziehungsweise als Fußballfan, der ja nur auf Fußball guckt, hatte auch so das Gefühl, was ist das für eine Mannschaft da auf dem Platz? Gewinnen irgendwie kaum Zweikämpfe, gehen teilweise auch gar nicht so richtig in die Zweikämpfe und halten auch nicht dagegen. Und wenn sie es aber wollten, laut Julian Nagelsmann, dass sie den gleichen Biss hatten und dass es als Quatsch ist, was der Kommentator da gefragt hat, dann frage ich mich aber, woran hat es denn gelegen? Da steckt die Frage dann doch eher schon so ein bisschen dahinter, reicht es vielleicht doch nicht für Deutschland sehr, sehr weit zu kommen? Und gestern auch noch gehört, ich glaube,
Bastian Schweinsteiger hat es gesagt, er weiß gar nicht momentan, wo die Nationalmannschaft überhaupt steht. Wir haben, wie gesagt, dieses 7:1, was relativ gut war, aber halt gegen einen Gegner, der jetzt halt keine Weltklasse ist. Dann haben wir dieses 2:1 gegen die Elfenbeinküste, was gerade so gewonnen wurde. Und jetzt haben wir dieses 2:1, die erste Niederlage bei der WM 2026 gegen Ecuador, gegen einen Gegner, der natürlich unangenehm war, aber das wusste man halt auch vorher. Und der mehr Biss hatte, mehr Willen hatte. Und das hat man irgendwie auch schon so gespürt gehabt. Wie gesagt, das geschenkte Tor von der Schiedsrichterin mit dem hohen Bein von Pavlovic hätte nicht gegeben werden sollen. Dann hat man auch die Szene gehabt mit dem Elfmeter in der zweiten Halbzeit, der nicht gegeben wurde, weil vorher noch ein Foulspiel war. Auch kann man so pfeifen. Und dann kam von Deutschland eigentlich, wie gesagt, schon Mitte erste Hälfte und auch die komplette zweite Hälfte, da war gar nichts. Weder von denen, die auf dem Platz standen, und die Aufstellung war ja eigentlich fast die gleiche wie in den letzten Spielen. Da gab es ja nicht viel, außer halt, dass die Verletzten nicht mitgespielt haben. Und auch von den Einwechselspielern kam diesmal gar nicht. Also man hat nichts gemerkt und man hat auch sich so ein bisschen gefragt, wann wollen denn die Jungs jetzt endlich mal anfangen, wieder Fußball zu spielen? Also wie gesagt, kaum Zweikämpfe gewonnen. Ich habe oft gesehen, dass im 1-gegen-1 gegen Ecuador immer fast verloren wurde, das Duell, die Zweikämpfe auch. Und vorne ging irgendwie gefühlt gar nichts. Weder auf der linken Seite von Wirtz noch vorne mit Musiala und Harvard, der hat sich da vorne auch festgebissen. Sané auf der rechten Seite hat es immer wieder versucht. Aber auch da sieht man auch schon durch die ganze WM, dass er mal gute Momente hat und dann aber auch gefühlt wieder 80 Minuten nicht so gute Momente. Und wie gesagt, es sollte keine Kritik sein, aber man muss natürlich schauen, dass jetzt in der nächsten Runde nicht schon Feierabend ist. Also so wie es aussieht, zu 99% kriegen wir ja wohl Paraguay, auch wieder Südamerikaner. Und ich stelle mir das gleiche Spiel vor wie jetzt gegen Ecuador. Vielleicht sind die Paraguayaner nicht ganz so zweikampfstark, aber man muss damit rechnen, dass es genauso das gleiche Spiel wird wie gegen Ecuador. Und als ich die Spieler von Ecuador gesehen habe, die waren ja auch ein paar Ältere mit dabei, ein paar kannte man auch aus der Bundesliga, wie ein Cordoba. Für mich Ecuador verdient gewonnen, dieses 2:1. Wie es denn entstanden ist, da fragt er dann später auch keiner nach, ob denn Manuel Neuer daneben gegriffen hat oder nicht. Also muss er erstmal erzwungen werden. Manuel Neuer hatte auch ehrlich gesagt nicht viel zu tun, aber wenn wir uns mal das Ganze angucken auf der Tabelle, haben wir 4 Gegentore. Das ist die zweitschlechteste Abwehr hinter Curaçao. Also selbst die Elfenbeinküste, die ja weitergekommen ist mit 6 Punkten, und Ecuador haben nur 2 Gegentore bekommen. Also irgendwo müssen wir da auch gucken, und da ist es, denke ich mal, auch berechtigt, dass wir als Fans auch Kritik äußern dürfen. Man muss es auch hinterfragen, weil im Endeffekt wollen wir ja für Deutschland auch natürlich, dass sie weiterkommen, aber ich sehe momentan nicht, dass Deutschland irgendwo annähernd das Halbfinale erreicht. Wir müssen halt gucken, jetzt von Spiel zu Spiel, dass wir denn das Spiel, wahrscheinlich wird es am Montag um 22:30 Uhr stattfinden, deutsche Zeit, gegen Paraguay zu 99%, dass wir das Spiel dann halt auch gewinnen. Ja, wie es auch schon einige gesagt haben, Deutschland gehört wahrscheinlich momentan auch gar nicht so, wie sie spielen, momentan gar nicht zur Weltklasse dazu. Das ist jetzt nicht unbedingt schlimm, aber man ist doch gewillt zu sehen als Fußballfan, dass die Einstellung auch stimmt, ne, auf dem Platz, und der Wille. Und da habe ich Ecuador gestern ganz anders gesehen, ne? Und ja, das macht mich so ein bisschen zu denken und versucht das auch so ein bisschen zu analysieren, und habe aber, wie gesagt, auch im Hinterkopf, dass die Mannschaft auch schon, wie gesagt, im 16. Finale qualifiziert war. Aber trotzdem, wie das Ganze so stattgefunden hat. Und wie gesagt, man hat von Julian Nagelsmann und von Manuel Neuer gehört, dass der Wille schon da ist und da war. Und auch genauso wie Ecuador war. Aber ich sehe das ein bisschen anders. Also halt vielleicht so ein bisschen wie Joe Kimmich es gesagt hat. Und ja, die eklatante Abwehrschwäche. Ich habe immer, selbst beim Spiel gegen Curaçao, immer das Gefühl gehabt, dass jeder Angriff sehr, sehr, sehr gefährlich enden könnte, weil die Abwehr irgendwie so gar nicht harmoniert. Und auch Tah mit Rüdiger, da waren so Szenen dabei. Tah für mich gestern auch Note 5 so gewesen. Kenne ich gar nicht so wie beim FC Bayern München. Und Neuer und Tah spielen ja beim FC Bayern München. Und auch diese Abstimmung hat gefehlt. Da war ja einmal so eine Szene, ich glaube, das war in der zweiten Hälfte, wo Tah gerade auch so den Ball wegkratzt, weil auch die Abstimmung total gefehlt hat. Und ich habe da so ein bisschen diese Verunsicherung gespürt oder zumindest wahrgenommen. Ob es nun so stimmt, weiß ich nicht. Aber lass uns mal darüber reden, ob dieses Deutschland, dieses Nationalteam überhaupt eine Einheit wird oder ob sie in diesem Turnier zu einer Einheit wachsen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es
schon wie so ein bisschen in den vergangenen Jahren. Es ist besser geworden, was die Resultate angeht. Aber ich finde, dass auch dieses Jahr gefühlt Julian Nagelsmann vielleicht nicht so dieses Team formen kann. Was dann auch wirklich den Willen zeigt, dass sie diese Spiele gewinnen wollen. Weil jetzt kommen die K.O.-Runden und man macht sich natürlich Gedanken, weil jeder Fehlgriff jetzt ist das aus. Da kannst du nach Hause fahren. Also muss man sich jetzt überlegen, was wollen wir und was wollen wir erreichen. Und so wie das Spiel abgelaufen ist gegen Ecuador, erreichen wir gar nichts mehr. Das ist gegen Paraguay Ende im Gelände. Da muss man auch ehrlicherweise sagen. Aber ich glaube schon, dass wenn Paraguay eine Runde weiterkommt, wollen die das Ding auch natürlich. Und die sehen natürlich auch die Schwächen der Deutschen. Und es ist ganz klar die Abwehr. Und wenn wir uns nicht auch im Sturm oder in der Offensive steigern, wie gegen Ecuador, brauchen wir da nicht auflaufen. Also wie gesagt, ein Wirtz auch für mich fast gar nichts gebracht auf der linken Seite. Dann haben wir einen Havertz, der vorne nicht viel gemacht hat, nicht viel bekommen hat auch. Ein Musiala auch wieder aufgerieben. Wie gesagt, da zieht es das schon seit einer Ewigkeit jetzt durch, auch bei Bayern München. Und rechte Seite, Leroy Sané. Ja, ist halt Leroy Sané, ne? Der hat halt so Momente, wo du sagst, ja, läuft. Und dann hast du aber wieder so eine Momente, wo er frei vom Torwart steht und dann auch schon wieder die zweite Großchance verballert. Also wie gesagt, Fazit. Im Endeffekt ist nichts passiert. Es ist ein Dämpfer für die deutsche Nationalmannschaft. Ich hoffe, dass sie daraus lernen werden und weiter im Turnier bleiben natürlich in der K.O.-Runde und soweit es, wie es geht, möglich natürlich auch drinne bleibt. Aber wie gesagt, dazu muss natürlich auch eine Leistungssteigerung kommen. Da muss auch keine Ausreden, dass der Rasen stumpf war oder sonst was, weil 22 Mann spielen auf diesem Rasen. Einmal die deutsche Nationalmannschaft und einmal der Gegner. Und der Gegner hat genauso damit zu kämpfen. Und da kann mir keiner erzählen, dass die Mannschaft von Ecuador nicht auch Pässe geschlagen hat, da wo der Ball halb liegen geblieben ist, weil er halt stumpf war oder sonst was. Da muss man sich darauf einstellen. Dafür ist man auch Fußballprofi und da muss man halt auch, wie der Bastian Schweinsteiger es im Spiel auch gesagt hat als Kommentator, dann halt muss man halt andere Taktiken finden. Dazu ist dann aber auch Julian Nagelsmann gefordert, als Trainer der deutschen Nationalmannschaft, dort im Spiel einzugreifen und zu verschieben oder Taktikanpassung zu machen, um dass Deutschland dort positiv aus der Partie rausgeht. Aber wie gesagt, alles hat nicht so gezündet, auch die Einwechslungen haben nicht so gezündet und ich hoffe natürlich, dass wir im 16. Finale auch noch bestehen werden. Erstmal natürlich gucken, wenn die Gruppephase zu Ende gespielt wird, wer denn nun ja der Gegner ist. Zu 99% hat wohl ein Computer ausgerechnet, ist es wohl Paraguay. Da können wir oder als deutsche Nationalmannschaft uns schon mal drauf einstellen. Das sind auch Südamerikaner, die werden genauso wie Ecuador auch auftreten und auch mit der Körperstärke. Vielleicht haben sie nicht die gleichen Spieler wie die Ecuadorianer, von der Körpermasse her oder von der Stärke her, aber die werden genauso kämpfen und die werden genauso ihr letztes Hemd lassen wie, wie das Team aus Ecuador. Ja, wenn wir jetzt die Endtabelle angucken in der Gruppe E, Deutschland, wie gesagt, war auch vorher schon klar mit 6 Punkten Gruppenerster, denn die Elfenbeinküste auch weitergekommen, das erste Mal, soweit ich gehört habe, in der K.O.-Runde, auch 6 Punkte mit 4:2 Tore, die Deutschen 10:4 Tore, wie gesagt, 7 Tore alleine gegen Curaçao geschossen. Ecuador wird wahrscheinlich auch weiterkommen mit 4 Punkten. Die haben eine Tordifferenz von 0, 2:2 Tore und dann Curaçao mit einem Punkt, aber wenigstens aus dem Turnier ausgeschieden. Dort sind es 1 Tor geschossen und 9 kassiert. Ja, und jetzt interessiert mich mal eure Meinung zu der Niederlage gegen Ecuador. Was sagt ihr, wie ist die deutsche Mannschaft oder wie hat die deutsche Mannschaft die Gruppenphase in euren Augen abgeschlossen? Nach dem Sieg gegen Curaçao mit dem 7:1, dann dieses gerade mal so Sieg gegen die Elfenbeinküste und jetzt mit der Niederlage gegen Ecuador. Nur ein Ausrutscher oder ist da mehr dahinter? Gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben. Und wem wünscht ihr denn euch als Gegner der Deutschen im 16. Finale und natürlich im fortlaufenden Turnier? Und was sagt ihr? Wie weit kommen die Deutschen? Habt ihr da eine Einschätzung, was ihr tippt? Gerne, wie gesagt, unten in die Kommentare und ich freue mich auf jeden Kommentar und versuche alle zu beantworten. Also gerne dranbleiben bei mir auf meinem Kanal und bis zum nächsten Video und ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag und kommt gut durch die Woche. Bis dann. Ciao.